Hallo, ich begrüße euch heute mal wieder zu einem neuen Quick-Tipp von Schuster Automobile. Heute habe ich wieder mal ein interessantes Video für euch, was speziell für die verbrauchsorientierten Zuschauer unter euch gedacht ist. Denn es gibt eine richtig schöne Statistik, die euch das Auto anzeigen kann, die allerdings ziemlich unbekannt ist. Sie vergleicht nämlich die Verbrauchsstatistik eurer aktuellen Fahrt, also wirklich von dem aktuellen Fahrvorgang, mit eurem Durchschnitt. Und es schaut wie folgt aus. Ich halte mal hier irgendwo an, mache das Auto aus für euch mal, dass ihr es sehen könnt. So. Und abwarten, abwarten, gleich kommt's. So, hier seht ihr es mal. Also, ihr seht hier links den Durchschnittsverbrauch des Fahrzeuges. Auf der rechten Seite stand jetzt gerade der aktuelle Verbrauch. Ich habe das absichtlich jetzt mal ein bisschen nach oben gepusht, als wir hier durch die Ortschaft gefahren sind. Und so kann man tatsächlich so beim Abstellen des Fahrzeuges einen kleinen Einblick erhalten, wie effizient man in diesem Moment gefahren ist, und kann natürlich auch so sein Fahrverhalten ein bisschen danach anpassen. Und tatsächlich kennen diese Statistik eben nur sehr wenige, wie man die aktivieren kann. Und das zeige ich euch eben hier in diesem Video mal. Als allererstes startet ihr am besten mal das Fahrzeug. Das machen wir jetzt gleich mal. Ihr geht bei euch hier in die Einstellungen rein. Und jetzt ist es ein bisschen ungewöhnlich. Man würde das jetzt vielleicht irgendwie unter Fahrzeugeinstellungen suchen. Tatsächlich befindet es sich hier aber unter Displays im Fahrzeug. Dieses Auto hat jetzt hier 3 Menüs. Es kann bei eurem Fahrzeug durchaus sein, dass ihr dann nur 2 Menüfelder habt. Ich gehe jetzt hier auf mittleres Display und hier gibt es einen Haken, den man setzen kann bei Fahrtergebnis nach ausgeschalteter Zündung anschalten. Ihr seht schon, hier ist der Haken gesetzt, und wenn der gesetzt ist, dann kriegt er immer nach dem Ausschalten des Motors diese Statistik angezeigt. Finde ich, wie gesagt, ziemlich genial, und außerdem, ja, es ist eine nette Sache, um eben auch ein bisschen effizienter, sparsamer zu werden und eben gut abschätzen zu können, wie sparsam man tatsächlich gefahren ist. Das Ganze funktioniert übrigens nicht nur hier bei einem Dieselfahrzeug, sondern natürlich auch bei allen anderen Mazda-Modellen, also Plug-in-Hybride, Elektrofahrzeuge und so weiter und so fort. Also wirklich universell einsetzbar und wirklich eine tolle Sache, wie ich finde. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, würde mich sehr freuen. Habt ihr Fragen zu diesem Tool, gerne auch in die Kommentare reinschreiben. Vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren, das ist absolut kostenlos für euch. Drückt die Glocke, dann kriegt ihr immer eine Info, wenn wir ein neues Video hochgeladen haben. Ansonsten danke ich euch wieder fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder beim nächsten Quick-Tipp.